Also, der erste Gedanke war tatsächlich, wie kann ich Online-Unterricht oder wie kann ich den Mhm. Leuten Musiktheorie oder beziehungsweise das Ja. Bassspielen beibringen via Mhm. das Internet. Und der zweite Gedanke war, dass ich mir irgendwann gesagt habe: wenn jetzt man ist als Mitglied der Rhythmusgruppe immer abhängig Mhm. von Leuten, die den Karren ziehen sozusagen, also Ja. die irgendwie die Frontmänner sind. Und wenn die mal irgendwas anderes machen, wenn jetzt, der Sven Ratzke, mit dem ich oft unterwegs bin, wenn Mhm. der sagt: „Du, nächste Saison bin ich nur mit Klavier unterwegs", was ja auch Ja, schon ja. tatsächlich stattgefunden hat letztes Jahr, Mhm. dann habe ich keinen Job. Und dann dachte ich mir: oder wenn jemand sich ein Bein bricht oder, keine Ja, Ahnung, ja, krank man wird, dann habe ich keinen Job. Und so bin ich immer abhängig von Leuten. Und na ja, es wäre doch klasse, wenn man irgendwie was generieren könnte, was einem so ein bisschen ja. 'n passives Einkommen, liefert. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Duso, der Online-Plattform für professionellen Musikunterricht mit Tools für Online- oder Präsenzunterricht. Ich bin Aloysia Dauer und ich freue mich, für Duso Musikerkollegen zu interviewen über ihre Erfahrungen mit Duso, dem Online-Unterricht, digitalen Lernmöglichkeiten und mehr. Mein Interviewgast ist der Bassist Florian Friedrich. Er ist Lehrer, Multiinstrumentalist, Komponist, musikalischer Leiter. Und er hat auch die größte deutschsprachige Plattform für Online-Bassunterricht und über 10.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Florian begann im Alter von 10 Jahren mit der Musik am klassischen Klavier. Während seiner Teenagerjahre entdeckte er aber den E-Bass für sich und es war für ihn klar, dass das sein Instrument ist. 1997 zog er dann in die Niederlande, wo er auch in das renommierte Konservatorium von Amsterdam aufgenommen wurde. Dort studierte er Kontrabass und E-Bass. Er spielte mit vielen großartigen Musikern aus der ganzen Welt bei zahlreichen Live-Auftritten und Aufnahmen. Einige davon: Ellington Dunn, Clara McFadden, Nina Hagen, Joey Arias, Sugar Babes, Julio Iglesias, Charlie Zastrow, Nick and Simon, Connie Palmen und viele, viele mehr. Wie seine ersten Anfänge mit dem Unterrichten und dem Aufbau seiner Plattform war, warum digitale Lernhilfen das Musiklernen erleichtern und verbessern, das alles erfahrt ihr in diesem Gespräch, in diesem Interview. Bleibt dran und erfährt seine Tipps an Lehrerkollegen und Kolleginnen aus seiner langjährigen Unterrichtserfahrung. Hallo Florian und vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst, und ich bin neugierig, dir ein paar Fragen zu stellen. Ja, hallo, schön hier zu sein. Florian, du bist ja einer der wirklich großen YouTuber auf dem deutschen Markt, und du hast die größte deutschsprachige Plattform für den Online-Bassunterricht, so habe ich das rausbekommen. Also wirklich beeindruckend, was du dir da aufgebaut hast, um das Bassspielen einfach zu vermitteln. Und du hast ja sicher schon länger angefangen, online zu unterrichten. Wie waren so deine ersten Anfänge? Die ersten Anfänge. Angefangen hat das Ganze in 2013 schon, also lang vor der Pandemie. Ich muss da eigentlich davor anfangen. Der ursprüngliche Gedanke war oder der ursprüngliche, ja, Gedanke dahinter war, dass ich mich unglaublich geärgert habe, dass viele Schüler sich abschrecken haben lassen von Musiktheorie eigentlich. Dass immer alle sagten im Unterricht, also die echten Schüler, die ich hatte, die dann bei mir in den Unterricht kamen, in die Privatstunden oder an den Musikschulen, wenn ich gesagt habe, naja, spiel mal das und das Intervall, dann war es schon, oh, Intervalle, okay. Oder spiel mal irgendwie die Dominant 7 Arpeggios. Und dann, da hörte es schon auf. Und da habe ich mich immer geärgert und gesagt, ja, warum weißt du das denn nicht? Das ist doch Musiktheorie und wie kann ich dir das vermitteln? Und die sagen, nee, Theorie, nee, ich will das ja nicht studieren, ich will ja Bass spielen. Und da hat mich das eigentlich immer gewurmt, dass viele Leute sich so abschrecken lassen von Musiktheorie. Und also bin ich auf die Suche gegangen nach eigentlich ja Online-Möglichkeiten oder Möglichkeiten für Musiktheorie und bin eigentlich dahinter gekommen, dass es nichts gibt und auch nicht oder nichts gab. Und auch sowieso nicht in Bezug auf Bass. Und so habe ich eigentlich angefangen, mir so einen ja, Musiktheoriekurs eigentlich zurecht zu basteln. Oder Kurs ist übertrieben, aber so ein paar einzelne Videos, wo ich dann ein bisschen was erkläre, ne, was sind Intervalle, was sind so, naja, einfach die Anfänge. Und bin dann dahinter gekommen, dass, naja, bevor ich das auf dem Bass spiele, muss ich dann ja auch erstmal wissen, wie man so ein Ding hält und wie man dann, ne, und wie das alles funktioniert. Und so ist eigentlich, ja, bin ich vom Hundertsten ins Tausendste gelandet oder gekommen und musste also erstmal, bevor ich dann diesen Theoriekurs dann online stellen konnte oder die Videos dafür, musste ich also erstmal ganz viele Basics abdecken. Und dann irgendwann habe ich gesagt, na, weißt du was, ich guck mal, was es da eigentlich so gibt auf dem Basskursgebiet, also jetzt unabhängig von Musiktheorie,
und bin dann auch darauf gekommen, dass es eigentlich sehr wenig oder nicht, also es gab schon ein paar Sachen und auch okay Sachen, aber das war alles nicht so, wie mir das jetzt als Online-Schüler gefallen hätte. Also ich war da sehr kritisch und sagte, naja, das würde ich anders machen. Das ist ja nicht so gut erklärt oder anders erklärt oder. Und dann habe ich also angefangen, Videos zu machen, wo ich das in meiner Vision oder mit meiner Methodik probiere, den Leuten zu vermitteln. Und ja, und so hat das Ganze angefangen. Und irgendwann habe ich dann einfach Videos gemacht, ohne, das war dann so mein Dayjob sozusagen, was mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also es war dann wieder, oh klasse, das Thema haben wir auch und ein nächstes Thema und was können wir noch machen, oder dies und das. Und so kam das eigentlich, dass ich auf einmal, ich glaube, ich wollte dann schon eine Webseite machen, also unabhängig von YouTube, sondern das gebündelt haben auf einer Webseite. Und da habe ich mit, ich glaube, 20 Videos angefangen. Also dass ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal 20 und dann mache ich die online und dann mal gucken, was passiert. Und dieses Feedback war so großartig eigentlich von allen Leuten, die sich dann da, ja, anmelden konnte man sich noch nicht, aber die das gesehen haben und sich dann diese Download-Pakete runtergeladen haben, damals noch mit Übungen und Playlongs und so. Und das war eigentlich, also das Feedback war toll. Ja, es ist toll, dass du eigentlich fast vor 10 Jahren schon dich getraut hast und das einfach angenommen hast und gesucht hast, weil es bietet nämlich wirklich viele Möglichkeiten zusätzlich zum Präsenzunterricht. Also nicht, dass es Ersatz ist, aber es Nee. gibt neue Möglichkeiten dadurch zum Lernen. Ja, Und stimmt. das Und ist das. also das verstehen auch die Leute, glaube ich, immer ein bisschen verkehrt oder die sehen Online-Unterricht noch in einem anderen Licht. Es nimmt nicht den Präsenzunterricht. Also jemanden im Raum zu haben, der sagt, nee, spiel das mal so oder diesen menschlichen Austausch, der ist, glaube ich, gerade bei Musikmachen ganz, ganz wichtig. Und den kann man zu einem gewissen Grad online lernen mit Tutorials, aber ich denke, ein persönlicher Kontakt ist einfach immer besser. Wäre das dann auch für dich der größte Unterschied, was du vom Präsenz zum Online-Unterricht so benennen würdest? Nee, der größte Unterschied ist eigentlich Bequemlichkeit. Okay. Muss ich sagen. Für beide dann aber auch, Ja, für für Schüler beide, und Lehrer, absolut. ja. Nee, auf beiden Seiten, tatsächlich. Also wenn jemand raucht, dann stinkt meine Bude nicht nach Zigarettenrauch danach und dafür musste aber der andere ja sein Haus nicht verlassen. Also so, das hat also tatsächlich Vorteile für beide, was das betrifft. Und ja, es ersetzt nicht den Präsenzunterricht, aber ich muss sagen, es gibt dann auch nochmal den Unterschied natürlich zwischen Tutorials und dieser Unterrichtsform, die ich auf Florians Bassunterricht anbiete, und Online-Unterricht wie Dusu, also wo man dann live One-on-One-Lessons hat. Ja, weil das ist ja dann auch noch mal wirklich der direkte Kontakt mit dem Schüler möglich und Genau. die Tutorials sind ja dann doch einfach allgemeiner formuliert, weil man weiß dann auch nicht, wer genau das dann, man hat seine Zielgruppe, man weiß nicht, wer das sich dann anschaut, auch nicht, welche Ausbildungsstand man hat. Und trotzdem würdest du auch sagen, dass es für verschiedene Lernstadien geeignet ist, also sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Wie siehst du das? Online-Unterricht nur für eine bestimmte Gruppe oder für jeden? Nee, für alle, komplett. Also ich ertappe mich ja selber jetzt als Profi, nenne ich mich mal, dass ich mich selber inspirieren lasse von ganz vielen Leuten, von denen ich Tutorials und Videos sehe auf YouTube oder so und wo ich sage, boah, wer ist denn das, den kenne ich noch gar nicht, der spielt ja fantastisch, was hat denn der für eine Technik? Und dann mache ich mich dran und höre mir das raus oder probiere das irgendwie auch zu üben. Insofern, das hat, naja, YouTube ist einfach ein Fass ohne Boden, eine Quelle. Ich finde es fantastisch, weil man kann einfach alles lernen, was man möchte. Man muss nicht mehr irgendwo hinfahren und sich anmelden für ein Studium, sondern im Prinzip kann man jetzt als Autodidakt alles lernen. Dem sind eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Ja, das ist schon beachtlich, weil du auch gesagt hast davor, ein Vorteil für dich, die Bequemlichkeit. Und eigentlich ist es wirklich bequem geworden. Wir haben die Informationen zur Verfügung. Wir müssen nur noch danach suchen. Aber wir müssen nicht mal mehr aus dem Haus, um etwas zu lernen, wenn wir etwas wissen wollen. Ja, wir müssen uns nur aufmachen, dann eben danach dieses Suchwort einzugeben. Und das ist eigentlich schon fantastisch, wie weit wir ja auch in der Musikausbildung uns weiterentwickelt haben und was uns zur Verfügung steht. Ja, absolut. Wenn ich Ähm, daran denke, dass wir ja. früher noch aus meiner Generation, das mit dem Kassettenrekorder und der Zurückspultaste uns die Sachen rausgehört haben, was es da mittlerweile tatsächlich für, dass Leute es langsam schon vorspielen und diese ganze Information, die auf YouTube, die einem dabei helfen kann, ja, ein Stück zu lernen oder irgendwie eine Technik zu lernen, das ist also wirklich fantastisch. Hat aber auch natürlich einen Nachteil, weil es einfach so viel gibt,
dass man sich unglaublich schnell auch ablenken lässt und nicht mehr, man muss eine gewisse Disziplin haben oder entwickeln, um auch bei einem Thema zu bleiben und sich nicht, okay, ja, das habe ich jetzt gemacht, ja, kann ich. Nee, in Musik gibt es leider keinen Shortcut. Das ist, Ja, man muss üben, üben, üben. Und je mehr man übt, desto besser man wird. Das ist die goldene Regel eigentlich. Und viele absolut. Leute vergessen das, ne? Die denken dann immer so, oh ja, kenne ich, habe ich gesehen. Kann ich auch, ja. Ja, ja, aber sehen und dann wirklich auch selber tun, Und da ist umsetzen noch und dann mal live vor allem ein Weg spielen, das ist noch dazwischen. ein Riesenunterschied, ja. Ja, absolut. Aber trotzdem höre ich bei dir raus, dass du natürlich absolute Befürworter von digitalen Lerntools bist. Für dich selber und aber auch für die Schüler. Also man profitiert ja nur davon. Ja, Und definitiv. dann, Also würde ich sagen, definitiv. Ich meine, wie gesagt, ich wohne jetzt seit 25 Jahren in Holland und habe meinen Bassunterricht dann angefangen auf dem deutschen Markt. Also die Deutschen, die mich dann echt im Unterricht haben wollen, das geht ja nicht. Also die können ja nicht alle nach Amsterdam kommen. Und insofern ist das echt ein großer, großer Vorteil. ist toll, dass du das so früh schon gestartet hast, einfach gemacht hast. Und Ja, naja, der ja. zweite Gedanke war dahinter natürlich, also der erste Gedanke war tatsächlich, wie kann ich Online-Unterricht oder wie kann ich den Leuten Musiktheorie oder beziehungsweise das Ja. Bassspielen beibringen via das Internet. Und der zweite Gedanke war, dass ich mir irgendwann gesagt habe, wenn jetzt, man ist als Mitglied der Rhythmusgruppe immer abhängig von Leuten, die den Karren ziehen, sozusagen, Ja. also die irgendwie die Frontmänner sind. Und wenn die mal irgendwas anderes machen, wenn jetzt der Sven Ratzke, mit dem ich oft unterwegs bin, wenn der sagt, du, nächste Saison bin ich nur mit Klavier unterwegs, was ja auch Ja, schon ja. tatsächlich stattgefunden hat letztes Jahr, dann habe ich keinen Job. Und dann dachte ich mir, oder wenn jemand sich ein Bein bricht oder, keine Ja, Ahnung, ja, krank wird, dann habe ich keinen Job. Und so bin ich immer abhängig von Leuten. Und naja, es wäre doch klasse, wenn man irgendwie was generieren könnte, was einem so ein bisschen ja. ein passives Einkommen liefert. Warum nutzt du jetzt gerne Dusu dafür, für den Ja, Online-Unterricht? Weil du bietest natürlich eben deine Tutorials an, du hast den Kanal und viele Kurse, aber du machst auch Einzelstunden mhm. und nutzt Dusu. Was ist dein Beweggrund gewesen? Du hast sicher einiges ausprobiert. Ja, für mich ist der Grund, also dass ich es überhaupt mache, dass ich Online-Unterricht anbiete, ist ganz einfach der persönliche Kontakt. Wenn es sind doch viele Schüler, die Fragen haben oder die sagen, ich folge gerade deinen Kurs, keine Ahnung, Basics oder was auch immer. Und ich weiß nicht, ich finde mich da irgendwie, das ist zwar alles, du erklärst das gut, aber ich kann das irgendwie nicht. Dann ist es natürlich super, wenn man dann direkt jemanden hat, der sagt, oh, ich sehe schon, wo das Problem ist, setze dich mal gerade hin und probiere das irgendwie auf eine andere Weise zu machen und zu üben. Und dann fällt meistens auch der Groschen. Und so kann man den Leuten viel direkter und viel persönlicher natürlich helfen. Ganz klare Sache. Und so ist niemand so auf sich selber gestellt, um Sachen für sich selber zu lernen. Was ja auch immer eine gute Sache ist. Aber naja, manchmal ist einfach der persönliche Kontakt und einfach dass man den Leuten auf die Finger tickt, ist einfach und Finger schaut auch direkt, ist viel besser. Und Duso speziell ganz einfach, weil es meiner Meinung nach wirklich fantastische Features hat zum Unterrichten. Also gerade für Bass oder für Gitarre. Ähm, es hat einfach ein paar sehr, sehr sinnvolle Features, die ich mir jetzt eigentlich gar nicht mehr wegdenken möchte. So als zum Beispiel die Library, also mit den ganzen Songs. Man kann alle Stücke, alle Play-Alongs, alle PDFs hochladen und hat sie immer überall griffbereit sozusagen, wo man dann auch immer Internet hat und kann sie vor allem direkt, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erklären soll, aber man kann sie halt Und auf dem dann, Rechner des Schülers starten und insofern gibt es dann keine Latenz mehr und das ist natürlich fantastisch, wenn ich dem Schüler sagen kann, spiel mal mit, ich mach's mal an und vor allem, dass ich dann die Kontrolle darüber habe und dann kein Gefummel stattfindet mit, ja, Moment, kannst du es hören, kannst du es nicht hören, sondern ich weiß, ich mach's an und er kann direkt mitspielen, ohne dass es da eine Verzögerung gibt und ich höre das zeitgleich, was da passiert und kann das dann ja, beurteilen und das ist ein großer Vorteil. Und dann, also wir haben sicher einige Zuschauer, die nicht wissen, von was wir sprechen. Deshalb, also diese ja, Medienbibliothek, von der du gesprochen hast, die sieht so aus, da kann man einfach alles dann rein stellen und dann der Schüler hat auch Zugriff darauf und eben diese Funktion von diesem Latenzkompensationsbutton, dass man eben einstellen kann, dass der Schüler es mit seiner Internetgeschwindigkeit dann hört, was wirklich super ist von Duso und vieles vereinfacht. Ist es so deine Lieblingsfunktion?
Ab jetzt ist das Wort Latenzkompensationsbutton mein Lieblingswort. ähm, ja, das ist eigentlich meine Lieblingsfunktion. Und dazu kommen aber, wie gesagt, noch ganz, ganz viele andere Sachen. Das Metronom ist ja, also das ist eigentlich ein bisschen das Gleiche natürlich, dass ich einfach den Klick anmache, jetzt ohne das Play-Along Genau, zu das starten ist oder die mitspielen zu hier lassen. zum Beispiel, Erscheint genau. schon wieder ganz viel. Ja, ich zeige das nochmal ganz kurz, weil viele Ja, können sich das gar nicht vorstellen, wie nee, das genau. wirklich integriert ist, dass man dann nicht noch zig Apps zusätzlich braucht, sondern wirklich ein virtuelles Klassenzimmer. Und man hat alles zur Verfügung, was man sonst auch im Klassenzimmer so hätte, hat man eben hier auch. Und das ist ja ein großer Vorteil. Ja, und tatsächlich. Und dann eine weitere gute Funktion ist noch das Screen Sharing, dass ich halt, wenn ich dann ja auch, oder Noten kann man sowieso auch bei demjenigen anmachen, aber wenn man dann andere Apps hat, die halt nicht innerhalb von Duso laufen, dann kann man die mit dem Screen Sharing auch ganz einfach auf den Bildschirm des anderen projektieren sozusagen und dann weiß der auch, worüber man spricht und man kann Sachen erklären und na, das ist fantastisch. Was würdest du Lehrerkollegen, Musikerkollegen noch mitgeben als Tipp, die jetzt irgendwie immer noch Hemmungen haben, Online-Unterricht selbst in Hybridform zu integrieren? Einfach machen. Einfach machen. Ich glaube, die meisten schrecken davor zurück, weil sie sagen, ja, nee, das ist mit der ganzen Technik, das ist nichts für mich. Aber jeder läuft mit dem Smartphone rum, jeder hat eigentlich einen Laptop mit einer Kamera und einem Mikrofon drin und man kann damit einfach schon super loslegen. Und einfach machen, ja, sich die Hürde überwinden sozusagen und sich einfach mal drauf einlassen und man wird merken, dass es gar nicht so weh tut. Nee, dass es gar nicht so schlimm ist und dann auch wirklich Spaß macht, auch den Schülern Spaß macht, weil man einfach auch einen Kontakt doch aufbaut auf die Entfernung hin. Also ich habe Schüler auch aus Süddeutschland und Österreich und naja, das ist toll, wenn man dann trotzdem Kontakt hat und eben jemandem was beibringen kann auf so eine Entfernung. Das wäre ja Also sonst gar nicht möglich. nee, das wäre sonst gar Und nicht möglich. Oder man müsste da hinreisen oder wenn man mal zufällig da in der Gegend ist oder spielt oder Gigs hat oder so. Aber nee, tatsächlich ist das ja, einfach machen. Das ist es ist wirklich sehr bequem eigentlich. Wenn man man muss ein bisschen sein System für sich finden, wie man das einplant, sonst hat man dann die Schüler sozusagen in seinem Wohnzimmer sitzen ja. an Momenten, wo es dann eigentlich nicht passt, sondern mach dir einfach dein Schedule, würde ich sagen, also dein Schulmoment und dann planen die Schüler da ein und mach einfach und kannst du loslegen. Und das Tolle an Duso ist ja noch, dass es Browser gesteuert ist oder Browser intern läuft. Das Ja. heißt, ich muss mir keine App runterladen, nichts installieren. Ich melde mich einfach an und kann direkt mit meinem Browser loslegen. Ich logge mich ein und habe direkt Zugang zu allem und kann einfach loslegen. Und das macht Ja, das es, Ganze auch so schrecklich einfach. eben, es ist so einfach geworden und wir kommen gar nicht drum herum, es nicht auszuprobieren. Und es ist einfach wie mit dem Instrument spielen. Was Neues lernen, offen sein und einfach tun. Deshalb finde ich das eine tolle Message und schön, dass du das einfach so weiterführst und auch so ein Vorreiter bist. Weiterhin wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit den Schülern von überall her. Haben, ja. Und natürlich viel Erfolg auch für die Kurse und für den YouTube-Kanal. Und wir freuen uns dann, mehr noch von dir dann zu sehen. Super. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.